Elchkindergarten. Wir warten fleißig darauf, dass es was zu futtern gibt. Schon ganz aufgeregt. Und Silke mittendrin. Ich will auch Porridge. Hier geht der Punk ab. Moskau und St. Petersburg. Unser Herzblut. Aber richtig. Junger Russe mit seinem 3er BMW, Motor, läuft nicht mehr. Fragt, ob wir abschleppen können. 50 Kilometer und die Autobahn, die hat, glaube ich, seit 200 Kilometern keine Abfahrt gehabt. Das ist einfach nur straight 500 Kilometer Autobahn nach St. Petersburg. Nie jemand schützen gelassen, aber die Mobil ist zu neu und wir haben keine Zeit. Sein Opa wohnt in Deutschland und die Oma hat mit uns jetzt gedolmetscht, dass wir in 50 Kilometer schleppen sollen, aber wir können es nicht machen. Wenn da irgendwas passiert, wenn der Motor nicht läuft, der Bremskraftverstärker nicht an ist, rauscht er uns vielleicht noch hinten rein und wir müssen pünktlich aus Russland ausreisen. Wenn das nicht klappt, dann ist die Kacke sowas von am Dampfen. Das war so süß. Grüß Gott, sagte Omi. Der war so ein netter Kerl, ich habe ihm so gern geholfen. Scheiße. Wir haben für 13,50 € gedacht, dieses total süße Apartment in St. Petersburg in der Platte. Wir haben noch keine Zeit, uns St. Petersburg anzugucken. Wir müssen morgen raus aus diesem Land. Außerdem waren wir hier schon. Ach, mehrmals. Aber schön ist es trotzdem. Es lohnt auf jeden Fall. Nicht vorbeifahren wie wir. Wir waren halt schon da und haben keine Zeit. Deswegen machen wir aber was ganz Besonderes. Nachdem wir nach 10 Tagen auf dem Weg nach Helsinki sind, sind wir heute auf dem letzten Tag in Russland unterwegs und haben die Grenze vor der Nase. Nach einer rauschenden Ballnacht gestern Abend. Ballett. Alle haben sie getanzt. Ballett. Ich nicht. Drama an der Grenze. Der Russe versteht nix. Er versteht seine eigenen Gesetze nicht. Man muss dazu sagen, dass auf unseren Zollpapieren der kasachische Zoll nur bis zum 30. März verlängert hat, weil das andere pauschal lief. Das versteht er jetzt nicht. Sind wir weggelaufen. Erstmal fragen. Fragen ist immer gut. Erstmal fragen. So, ich bin jetzt alleine. Die haben den Jan mitgenommen zu einer persönlichen Befragung. Keine Ahnung warum, weil eigentlich läuft alles auf mich und meinen Namen. Keine Ahnung, ich müsste rechts ranfahren und soll jetzt warten. Jan ist wieder da. Aber sie lassen uns immer noch nicht raus. Ach, die wollen dann das ganze Sofa gucken und wir sollten die ganzen Kram rausräumen. Machen wir natürlich nicht, weil das Ganze landet hier wieder nur im Dreck. Genau, das haben die an der kasachischen Grenze gemacht. Alles in die Scheiße geschmissen und das mache ich nicht mehr mit. Das hat er uns gezeigt, wo wir hin sollen? Nee, zeigt er uns nicht. Ja, ganz viele böse Länder in meinem Pass habe ich da. Irak ist denen doch tatsächlich aufgefallen. Der Iran ist denen aufgefallen. Und die anderen östlichen Länder, die noch da so drin stehen, ist denen aufgefallen. Und dann haben sie noch wissen wollen, wie ich überhaupt Geld verdiene und wie lange ich denn eigentlich bei der deutschen Armee tätig war. Wollten sie alles wissen. Habe ich denen alles erzählt und ein bisschen verwirrt, den kleinen Knaben. Ja, dann bin ich wieder gehen lassen. Hättest halt den anderen Pass nehmen sollen. Den mit den schönen Ländern. Ja, aber jeder Pass muss voll werden.
Unsere erste Nacht in Finnland war sehr ruhig, bis die Angler kamen. Wir gehen jetzt ins Gefängnis, haben wir uns verdient. Jetzt steht da oben, Escape the Ordinary. Mal zurück in die Normalität ist ja auch nicht schlecht, ne? Heute erinnert Gott sei Dank im Zimmer nichts mehr an die Originalzellen von damals. Da kommt der Jan nicht mehr raus. So, wir sind jetzt beim Reifendienst und lassen unsere sibirischen Snowcross Zweigreifen aufziehen, damit, wenn wir wiederkommen, wir nicht mit Sommerreifen rumrutschen müssen. Hier beim Reifendienst waren sie ganz begeistert, dass wir in Kasachstan waren und haben gesagt, in Kasachstan gibt es gute Schlosser und gute Mechaniker. Das meinen wir auch. Das Wasser müssen wir natürlich auch ablassen, bevor der Winter kommt. Und zwar in die Salatschüssel, weil der Abwassertank sonst frieren würde. Das nächste Mal, wenn wir Kidimobil fahren, brauchen wir richtig Winterdiesel. Den gibt es jetzt Anfang Oktober aber noch nicht. Deswegen tanken wir ein Additiv dazu. Wir lassen unsere beiden Heizungen nochmal laufen, damit der Winterdiesel in alle Leitungen geht und im Winter auch beide Heizungen wieder anspringen. Das hier ist die Motorheizung fürs Wasser und hier haben wir das Bedienpanel für die Standheizung. Hier wird Kidimobil jetzt auf uns warten, unter Birken und blauem Himmel. Tschüss Kidimobil, wir kommen bald wieder, wir lassen dich nicht mehr so lange stehen. Wir machen jetzt eine Seereise nach Tallinn und dann machen wir eine große internationale Busreise nach Riga, Litauen. Und dann fliegen wir sogar noch über ein paar Grenzen bis nach Georgien, Kutaisi. Für 25 €. Wir sind in Tallinn angekommen und unsere Fahrzeuge zur Weiterreise stehen schon bereit. Unser Bus steht schon bereit. Wir fahren jetzt von Tallinn nach Riga. Nach 2 Wochen und 2 Flügen, einer Fähre, 2 Mietwagen und ich weiß nicht wie viel 1000 Kilometer mit Kidimobil durch Sibirien und Russland fliegen wir jetzt wieder zu Hans in Georgien. Connected.